Hildegard von Bingen, eine Frau, die das Mittelalter veränderte. Eine Visionärin, Heilerin und Prophetin. Was sah sie, das die Kirche nicht ignorieren konnte? Welche Erkenntnisse machten ihre Heilkunde so revolutionär? Und welche Worte bewegten Kaiser und Päpste? Hildegard von Bingen kommt 1098 in der rheinischen Pfalz zur Welt, hochwohlgeboren, doch ohne festes Geburtsdatum. Vermutlich das 10. Kind der Edelfreien von Hosenbach. Und wie es damals oft geschah, das 10. Kind wurde dem geistlichen Leben bestimmt. Mit 8 Jahren bringen ihre Eltern sie auf den Disibodenberg, eigentlich ein Männerkloster, doch eine kleine Frauengemeinschaft ist dort zugelassen. Dort wächst Hildegard mit Jutta von Spornheim, 6 Jahre älter, in strenger religiöser Erziehung auf. Hier wird sie geformt und hier beginnt alles. Gleichzeitig wandelt sich die Welt draußen, dramatischer als man heute ahnt. Ein mittelalterlicher Klimawandel lässt die Temperaturen steigen, die Ernten verbessern sich, die Bevölkerung wächst, neue Städte entstehen. Ein selbstbewusstes Bürgertum fordert Freiheiten, die es zuvor nie gab. Und selbst der Glaube beginnt sich zu verändern. Die Menschen suchen nicht länger den strafenden Herrschergott, sondern einen Gott, der liebt. Frauen strömen in Klöster, hungrig nach Bildung, nach Sinn, nach einer eigenen Stimme. Reformbischöfe stützen sie. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und genau in diesem Moment tritt Hildegard aus dem Schatten. 1136 wird sie nach dem Tod Juttas zur Magistra gewählt. Doch mit dem Abt des Klosters, Kuno, kommt es immer wieder zum Streit. Hildegard lockert die strengen Speisegebote, verkürzt die endlosen Gebetszeiten. Für viele Frauen ein Segen, für das Kloster ein Dorn im Auge. Der Konflikt eskaliert, als Hildegard mit ihrer Gemeinschaft ein eigenes Frauenkloster gründen will. Disibodenberg will sie nicht gehen lassen, denn Hildegards Popularität ist ein Magnet, und das wissen die Mönche. Doch Hildegard hört nicht auf, sie komponiert über 70 Gesänge und ein geistliches Musikdrama von unglaublicher Größe. Ordo Virtutum. Ihre Stimme wird lauter, ihr Einfluss wächst. Dann passiert es, der Moment, der ihr Leben und die Kirche verändern wird. Hildegard schreibt: In meinem 43. Lebensjahr sah ich plötzlich einen überhellen Glanz. Ein Licht, das nicht blendet, ein Licht, das durchdringt, und aus diesem Licht ruft eine Stimme: Du hinfälliger Mensch, schreibe nieder, was du siehst und hörst. Aber diese Botschaften sind keine Worte, die man einfach abschreibt. Hildegard sieht Bilder, Visionen voller Symbole, Farben, Weltgeschichte. Und die Stimme verlangt etwas Ungeheuerliches. Sie soll sie deuten. Etwas, das bis dahin fast nur Männern vorbehalten war. 1141 beginnt sie zu schreiben. Sie ritzt in Wachstafeln, was ihr das lebendige Licht offenbart. Doch damit betritt sie ein gefährliches Terrain. Denn wer von Visionen spricht, riskiert alles. Entweder gilt man als Gottes Werkzeug oder endet als Teufelskind auf dem Scheiterhaufen. Wie beweist sie nur, dass ihre Visionen von Gott stammen und nicht vom Teufel? Hildegard weiß, ein falsches Wort und ihr Leben ist in Gefahr. Also handelt sie klug, sehr klug. Sie nutzt Mundpropaganda. Ihre Botschaft wandert von Kloster zu Kloster, erreicht Äbte, Bischöfe und schließlich Rom. Der Papst hört von der begnadeten Benediktinerin und ihren Visionen, und Rom entscheidet öffentlich. Der Papst erklärt, diese Visionen sind von Gott. Für eine Frau des 12. Jahrhunderts ist das ein Wunder. Hildegard erhält die höchste Autorität, die es gibt. Von diesem Moment an wagt niemand mehr, ihre Offenbarungen als teuflisch zu deuten.
10 Jahre arbeitet sie, nun als Magistra, geistliche Leiterin ihrer Gemeinschaft, an ihrem ersten großen Werk, Schevias, Wisse die Wege. 3 Bücher voller Geheimnisse, voller Bilder, voller Weltdeutung. Hildegard darf nun tun, was zuvor unvorstellbar war. Sie spricht frei aus, was sie sieht. Und sie schreibt mit gewaltigem Anspruch. Sie will mehr erkennen als jeder Seher vor ihr, mehr als die alten Propheten. Hildegard beschreibt den Beginn so: Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang mein Gehirn und setzte mein Herz und meine Brust wie eine Flamme in Brand. Doch sie betont etwas Entscheidendes. Sie ist keine Frau in Trance. Sie schreibt: Ich erlebte es bei vollem Bewusstsein, hellwach. Und mit diesem Bewusstsein öffnet sich ihr Verstand. Hildegard findet ihre Stimme. Und die Welt beginnt ihr zuzuhören. Hildegard arbeitet unermüdlich, Tag und Nacht. Die Karriere dieser Klosterfrau ist beispiellos. Prophetin, Theologin, Naturforscherin, Heilkunde-Expertin. Schon zu Lebzeiten wird Hildegard von Bingen zu einer Kultfigur. Eine Universalgelehrte, ja, eine Influencerin des Mittelalters. Bestens vernetzt. Ihre Follower unter ihnen sind gekrönte Häupter. Kaiser Friedrich Barbarossa liest sie. Bischöfe bitten sie um Rat. Fürsten schreiben ihr. Selbst der Kaiser lobt sie. Zwischen 1147 und 1150 gründet Hildegard das Kloster Rupertsberg, ein Ort, den sie strategisch klug wählt. Bingen, das Tor zum Mittelrhein, Nord, Süd, Ost, West, ein Knotenpunkt. Barbarossas Residenz, nur 12 Kilometer entfernt. Der Rupertsberg wird zum sozialen Netzwerk des 12. Jahrhunderts. Bischöfe, Fürsten, Gelehrte, Pilger, sie alle kommen. Doch Erfolg erzeugt Widerstand. 1151 kommt es zu neuen Konflikten. Richardes von Stade, Hildegards engste Mitarbeiterin, ihre Schreiberin und Übersetzerin, soll gegen ihren Willen Äbtissin im fernen Basum werden. Es ist keine freie Entscheidung. Ihr Bruder und Förderer, Erzbischof Hartwig II. Von Bremen, drängt sie dazu. Hildegard weigert sich entschieden, Richardes ziehen zu lassen. In selten emotionalen Briefen bittet sie, die Kirchenoberen den Plan rückgängig zu machen. Doch die Erzbischöfe setzen sich durch. Richardes muss gehen. Und dann geschieht das Tragische. Kaum ist sie fort, stirbt Richardes. Noch keine Mitte 30, nur wenige Monate später. Als Hildegard die Nachricht erreicht, schreibt sie einen ihrer bewegendsten Sätze. Sie habe die Schönheit ihrer Seele geliebt, ein Verlust, der Hildegard tief erschüttert. 1152 wird der Besitz des Klosters bestätigt, enormer Reichtum, der kritische Stimmen hervorruft. Geistliche greifen sie an. Ihre Nonnen seien zu reich geschmückt, zu adlig, zu weit entfernt vom Ideal der Armut. Hildegards Antwort ist scharf. Man bringe auch nicht seinen ganzen Viehbestand in einem Stall unter. Auch Gott mache Unterschiede. Eine klare Ansage. Die Gemeinschaft wächst weiter. 1165 gründet sie ein zweites Kloster in Eibingen, diesmal auch für nichtadlige Frauen. Doch Hildegard bleibt nicht länger im Kloster. Sie geht hinaus, wie eine Prophetin auf Tour. Sie reist nach Köln, Straßburg, Trier, zu Fuß, zu Pferd, auf dem Schiff. Im 12. Jahrhundert ist das eine Zumutung und ein Zeichen ihrer Entschlossenheit. Sie predigt öffentlich, als erste Nonne überhaupt. Sogar Kaiser Barbarossa trifft sie. So berichtet ein historisch umstrittener Brief. Hildegards Erbe ist gewaltig, die erste große Theologin der Kirchengeschichte. 2012, fast 900 Jahre später, gibt der Vatikan ihr endlich, was längst fällig war. Papst Benedikt XVI. Erklärt Hildegard von Bingen zur Heiligen und zur Kirchenlehrerin, eine der höchsten Ehren, die die Kirche kennt, und eine der wenigen Frauen, die sie je erhalten haben. Hildegards Denken hat einen Kernbegriff, ohne den man sie nicht verstehen kann. Veriditas, die Krönkraft Gottes.
Für Hildegard ist Viriditas nicht nur ein schönes Wort, es ist die Kraft, die alles am Leben hält. Man kann es sich so vorstellen: So wie Wasser eine vertrocknete Pflanze wieder zum Grünen bringt, so bringt Gottes Lebenskraft alles in der Welt zum Blühen. Für Hildegard steckt Viriditas in allem: in Pflanzen, die heilen, in Musik, die die Seele stärkt, im Glauben, der Menschen aufrichtet. Alles Lebendige trägt diesen göttlichen Funken in sich. Neben ihren Visionen schrieb Hildegard Bücher, die man heute als eine Art mittelalterliche Naturenzyklopädie bezeichnen würde. In der Physica sammelt sie alles Wissen, das sie in der Natur beobachten konnte. Ganz einfach gesagt, sie schaut sich Pflanzen, Tiere, Steine und Metalle an und schreibt, welche Kraft in ihnen steckt. Für Hildegard ist Fenchel zum Beispiel eine Art Wohlfühlpflanze. Er wärmt den Körper, beruhigt den Magen und macht den Atem klarer. Sie schreibt sogar, Fenchel macht fröhlich. Man solle ihn kauen oder als Tee trinken, damit Herz und innerer Mensch gestärkt werden. Salbei gilt als Kraftspender, er reinigt den Körper, hilft bei Husten und kühlt Fieber. In Hildegards Sprache heißt das, Salbei bringt Ordnung in den Menschen. Der Lapis Lazuli ist ein tiefblauer Edelstein, durchzogen von kleinen goldenen Punkten. Im Mittelalter war er so wertvoll wie Gold und wegen seiner Himmelsfarbe galt er als Stein der Weisheit. Für Hildegard hatte er eine besondere Bedeutung. Sie glaubte, dieser Stein trage eine kühlende, klärende Kraft in sich. Er sollte das Herz stärken, Unruhe lindern und den Geist beruhigen. Für sie war er ein Stein, der Ordnung in die Seele bringt. Für Hildegard hat jedes Geschöpf eine Aufgabe. Eine Pflanze kann wärmen oder kühlen. Ein Stein kann beruhigen oder stärken. Sogar das Wasser eines bestimmten Flusses kann heilsam sein. Sie erklärt es so, dass es jeder verstehen kann. Die Natur ist voller Medizin. Man muss nur wissen, wo sie verborgen ist. In ihrem zweiten Werk Causae et Curae geht sie noch einen Schritt weiter. Dort beschreibt sie Krankheiten, warum sie entstehen und wie man sie behandeln kann. Nicht nur mit Kräutern, sondern auch mit Ernährung, Ruhe, Musik und seelischer Ausgeglichenheit. Für ihre Zeit war das revolutionär. Hildegard sieht den Menschen als Ganzes. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Und die Natur ist Gottes Apotheke. Doch Hildegards Lebensweg endet nicht mit Wissen und Heilkunde. Im hohen Alter zeigt sie noch einmal, wie unbeugsam sie ist. 1178 lässt sie einen jungen Ritter auf dem Friedhof ihres Klosters bestatten. Er war exkommuniziert, doch Hildegard ist überzeugt, er starb versöhnt mit Gott. Das Mainzer Domkapitel fordert, den Leichnam wieder auszugraben. Hildegard weigert sich. Die Strafe ist hart. Ihr gesamtes Kloster wird exkommuniziert. Kein Gottesdienst, kein Gesang, Monate der erzwungenen Stille. Doch Hildegard gibt nicht nach. In langen Schreiben legt sie dar, warum der Tote ein Recht auf christliche Bestattung hat. Am Ende setzt sie sich durch, die Strafe wird aufgehoben. Ein Triumph einer 80-jährigen Nonne über die Kirchenmänner ihrer Zeit. 1179, im Alter von über 80 Jahren, spürt Hildegard, dass ihre Kräfte schwinden. Doch bis zuletzt arbeitet sie, schreibt, singt und predigt. Als sie stirbt, berichten ihre Nonnen von einem letzten Zeichen am Himmel. 2 große Lichtkreuze sollen über dem Kloster erschienen sein. Ob Legende oder Wirklichkeit, es zeigt, was Hildegard schon zu Lebzeiten war. Eine Frau, die man mit dem Licht verband. Hildegard von Bingen war mehr als eine Klosterfrau. Sie war eine Denkerin, die über ihre Zeit hinausstrahlte.
Eine Frau mit Mut, Verstand und einer Stimme, die bis heute nachklingt. Ihr Leben zeigt, dass wahre Autorität nicht aus Macht entsteht, sondern aus Klarheit, Entschlossenheit und einem inneren Licht, das niemand löschen kann.